irgendwann wurde es notwendig für mich, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ich die Beziehung zu mir selber verändern oder verbessern kann. Ähm, die, die Frage ist für mich so quälend geworden, dass ich plötzlich meinen Stolz ein bisschen ablegen konnte und mich auch damit auseinandersetzen konnte, was es da alles für mögliche Ansätze gibt und welche Versuche man machen kann, um an dieser Beziehung zu arbeiten. Und war dann sehr dankbar dafür, was auch von Seiten der, der Richtungen und der Perspektiven darauf angeboten wurde, die ich einst so abgelehnt hatte. Das heißt, meine Neugierde war geweckt durch meine innere Not. Und das war irgendwie auch befreiend. Und gleichzeitig hat sich oder stellt sich diese Reise, die hält ja an, als etwas heraus, das vielleicht auch nochmal in andere Ecken schauen muss, weil sich die Frage der Selbstliebe oder der verbesserten Beziehung zu sich nicht darin auflöst, sich ständig zu verwöhnen. All diese Dinge, die ja auch, also die man nicht vom Tisch wischen muss. Aber es hat bei mir einfach nicht ausgereicht oder anders, es reicht bei mir nicht aus. Und es hat auch vielleicht zu wenig mit meinem Begriff von Liebe zu tun. Der Teil in dem Wort Selbstliebe, der das Selbst betrifft, ist vielleicht noch einmal, den man dann speziell ausklamüsern müsste, was damit gemeint ist, in welchem Fall, aber ich mache das an dieser Stelle nicht. Mir geht es um was anderes und das ist dieses Wort auch für mich so weit aufzudehnen und vielleicht auch vor allem diesen Vorstellungskomplex ein bisschen zu sprengen, dass da auch andere Dinge hineinpassen, die ich damit vorher nicht assoziiert habe oder die ich immer weiter einsammle und die mir dabei helfen, einen Blick auf das Thema Selbstliebe zu bekommen, der ein bisschen mehr Stand hat und der auch vielleicht ein wenig mehr Ernst hat und der aber eine Sache auf jeden Fall braucht und das ist Humor. Also ohne Humor klappt es für mich nicht mit diesem Thema, ähm, weil das glaube ich, ein ganz wichtiger Indikator ist, wie Humor in Bezug auf sich selber ins Spiel kommt, wann er vielleicht auch ein Kompensationsmechanismus sein kann und wann er unbedingt wichtig und notwendig ist, um sich selbst zu ertragen. Das ist ja eigentlich die Frage, die dabei auf dem Spiel steht. Ist man in der Lage oder bin ich in der Lage, es mit mir auszuhalten? Denn es ist das einzige Wesen, vor dem ich letztendlich nicht weglaufen kann. Es ist der einzige Mensch, den ich wirklich nicht verlassen kann. Insofern kann sich das schon lohnen, sich da ein bisschen reinzuhängen und zu schauen, was es da alles so für Optionen gibt und zu schauen, was zu einem passt. Und ja, das Erste, was für mich eben wirklich bedeutsam ist, ist, sich einen Begriff von Selbstliebe zu machen, in den man auch ganz anders nennen könnte. Man könnte auch von Selbstachtung sprechen, man könnte von Selbstrespekt sprechen, man könnte von Selbstbejahung sprechen, was vielleicht einer der schöneren Begriffe ist, wie ich finde. Denn das ist, was für mich darin steckt. Die Bejahung der Art und Weise, wie man sich gerade erlebt im allerersten Schritt und zugleich, wenn man sich an manchen Punkten einfach so sehr auf den Sack geht, die Möglichkeit, genug Wut gegen sich selber aufbringen zu können, in einer produktiven Weise, die
einen Entschluss fassen kann, die den Entschluss fassen kann, ich mache so jetzt nicht weiter, ich ertrage es nicht mehr so, mich aufzuführen oder so ähm, mir selber ständig im Weg zu stehen oder ähm, etwas zu tun, was, glaube ich, eine sehr entscheidende Sache ist in dieser Thematik, nämlich die Weisen zu übernehmen, wie vielleicht wichtige Bezugspersonen, die in irgendeiner Hinsicht eine Autorität für einen waren und bedeutsam waren und prägend waren. Ähm, ich nehme jetzt eine sehr einfache Umschreibung, einen klein gehalten oder klein gemacht haben. Vielleicht auch an nicht allen Stellen so bewusst, aber wo es eine Dynamik war von Runterdrücken, der Lebenskräfte, die in einem zum Vorschein kommen, der Weisen sich auszudrücken, der Weisen sich liebend auf anderes zu richten. Das können alles Dinge sein, die toll klingen, aber in manchen Familienkonstellationen sind das vielleicht unterschwellig oder vielleicht auch sehr konkret bestraft, aber sind das riesige Tabus? Sind das auch riesige Tabubrüche, wenn sich ein Mensch irgendwann dazu durchringt, diese Aspekte des Lebens zu beleben und zu zeigen und das unausgesprochene Gesetz zu brechen, was in einer Gruppen- oder Familienkonstellation herrschen kann? Ist es nicht zu unterschätzen, so kenne ich es, mit welchen Ängsten das einhergeht und mit welchen vielleicht sogar verstärkten Reaktionen von sich selbst auf diese neuen Regungen das einhergehen kann. Man erschreckt sich vielleicht vor sich selbst, weil man, also nehmen wir das Beispiel, ein Mensch wendet sich ab von einer Gruppe, also nimmt Abstand wirklich auch in Form eines Kontaktabbruchs und einer räumlichen Distanz und vielleicht auch einer Distanz in der Art und Weise, wie ein Mensch sein Leben führt, bricht also dort mit etwas und hat vielleicht plötzlich mit ganz anderen Menschen zu tun, die bestimmte Dinge nicht machen, unter denen man gelitten hat. Dann kann es sein, dass dieser Mensch plötzlich damit konfrontiert ist, dass er diesen jetzt metaphorisch gesehenen Knüppel, der immer auf ihn gerichtet war, plötzlich selbst in der Hand hat. Und dass es in einem immer noch drin steckt. Das ist eine so wahnsinnig quälende Einsicht, mitbekommen zu müssen, dass man es im Zweifelsfalle auch selbst machen würde, nur weil man so sehr daran gewöhnt ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen und diese Situation immer wieder herzustellen. Das heißt, das Erkennen eines Wiederholungszwangs ist immer wieder ein schockierendes Erleben. So kenne ich das. Und dann gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten, die Situation auf eine Weise zu gestalten, ohne dass man das möchte. Das ist ja das Quälende. In dem Moment, wo man sich mit den Sachen so sehr beschäftigt, dass man das erkennen muss, dass man das macht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die Situation zu vermeiden, erkennen zu müssen, dass man es selbst auch tut mit sich, was man sich selbst antut, indem man zum Beispiel andere dazu provoziert und andere dazu bringt, zu zeigen und zu formulieren, zu artikulieren, wie sehr sie einen beschissen finden und also sich auf eine Weise verhält, dass Menschen vielleicht nicht anders können, als sich von einem abzuwenden oder etwas zu sagen oder auch wieder andersherum beleidigend zu werden. Es kann auch sein, dass man sich mit Menschen umgibt, die systematisch andere erniedrigen. Also dass man sich auf diese Weise dann das wieder zurückholt, was man kennt, an was man gewöhnt ist. Wenn es also ich denke, wenn die Frage von Selbstliebe überhaupt auf den Tisch kommt, dann kann es sein, dass es sehr schwere Formen von Leiden gegeben hat in der Atmosphäre, in der man jahrzehntelang vielleicht diese Dinge eingeatmet hat. Es ist aber vielleicht auch ein Thema, was für
alle Menschen eine Rolle spielen kann, die in einer Kultur geprägt werden, sich an Ansprüche anpassen zu müssen, die an einigen Stellen sehr unmenschlich sein können und es meines Erachtens auch sind. Insofern ist es möglicherweise auch eine Frage, die die wenigsten Menschen nicht betrifft. Aber das kann ich natürlich nicht, das kann ich nur behaupten. Das kann ich nicht festlegen, will ich auch gar nicht. Ich freue mich sehr, auch immer wieder auf Menschen zu treffen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie eine stärkere Unbefangenheit und ein unbeschwerteres Verhältnis zu sich haben können. Und auch natürlich mit Menschen sich auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und vielleicht auch gegenseitig dabei zu unterstützen, für die das auch eine schwierige Frage ist. Also sich darüber mit Menschen auszutauschen, die diese Formen der Selbstsabotage ist vielleicht ein Wort, das viel zu harmlos klingt für das, was ich dabei meine. Ich nehme jetzt das stärkere Wort Selbsterniedrigung, die man vielleicht an sich vollzieht und das dann feststellt. In dem Moment, wo nämlich diese Ausweichmanöver, diese Dynamik auf etwas Äußeres zu verlagern, und ich spreche jetzt nicht von den Situationen, in die man gerät und gegen die man nichts tun kann, sondern ich spreche von den Situationen, in denen einem Menschen auffällt, dass er es selber macht. Also die gibt es ja auch. Und das sind die, auf die ich gerade abziele. Dies zu bemerken kann kann eine Katastrophe sein. Aber es ist zugleich der Moment, in dem die Form von Selbstliebe, mit der ich mich schließlich dann doch verbinden konnte oder mich dafür beginnen konnte zu interessieren, und diesen Faden irgendwann aufnehmen konnte. Und das ist, was ich Selbstliebe trotz allem nenne, Selbstachtung trotz allem. Der Entschluss zu sich, die Entscheidung, auf eine bestimmte Weise nicht mehr weitermachen zu wollen. Das ist ein Moment der Wahl. Denn dieser Moment taucht nur auf, wenn der Konflikt zutage getreten ist oder wenn ein Konflikt augenscheinlich geworden ist, man an ihm eben nicht mehr vorbeikompensieren kann. Und wie das dann genau aussieht, ist, meine ich, wirklich höchst individuell und es ist höchst situationsabhängig. Es muss nicht so aussehen wie bei Leuten, die das auf irgendeine Weise demonstrieren oder die es auf irgendeine Weise zeigen. Die größte Selbstliebe kann in einem Moment bestehen, in dem man sich endlich mal zutraut, auch zusammenzubrechen und zu weinen wegen irgendwas oder schwach zu sein, auch vor sich schwach zu sein. Es kann darin bestehen, sich selber nachzugeben, und es kann darin bestehen, mit sich streng zu sein. Es kann darin bestehen, sich Hilfe zu suchen bei irgendetwas. Es kann aber auch darin bestehen, sich zu entscheiden, etwas selbst zu bewältigen. Es kann alles Mögliche sein. Und es hat dementsprechend keine fixe Form. Und das ist eine Idee von Selbstliebe, mit der ich mehr anfangen kann. Es kann auch eine Aggressivität darin stecken. Es kann wirklich ein Zorn, ein Wut, eine Angst, eine Traurigkeit. Es können all diese Dinge, die manche Menschen als negative Gefühle beschreiben, was ich nicht tue, weil es einfach auch Gefühle sind. Es sind auch Formen des Empfindens und Erlebens, die ganz wichtige Indikatoren sein können. Die Mollakkorde werden auch gebraucht und haben auch ihre eigene Schönheit. Und all diese Dinge sehen vielleicht nicht so schick aus, wie man das vielleicht irgendwie bei Instagram sieht. Aber sie können eine viel tiefere Art und Weise sein, sich in sich selber zu verankern und auch diese
diese Harmonien in sich kennenzulernen oder auch diese Form gestimmt zu sein, kennenzulernen. Und deswegen gefallen mir manchmal sehr Formen von Beispielen, in denen Menschen eine Annäherung an sich oder ein Zu sich kommen auf eine Weise zeigen, die auch die Ernüchterung oder die Enttäuschung, die Frustrationen, den Schrecken, all diese Dinge, die wir so gerne wegschieben, um ein glänzendes, schillerndes Bild von Selbstliebe uns irgendwie aufzupfropfen. Alle Dinge, die wir dafür beiseite räumen, um mit ihnen nichts zu tun haben zu wollen. Es können die sein, in denen eine Form von Selbstliebe, und das nenne ich Selbstliebe trotz allem, aufglimmen kann und die Vertiefung ermöglichen kann, mit der ein Mensch auch stabiler in sich stehen kann und mit der ein Mensch auch von dort aus mit einem anderen Verständnis den unterschiedlichen Äußerungsformen anderer Menschen oder anderer Wesen begegnen kann. Und so ist es tatsächlich kein blöder Spirispruch, davon auszugehen, dass die Beziehung zu sich selber einen wahnsinnigen Einfluss darauf hat, wie wir uns auf andere oder auf die Welt beziehen. Und dass die Art und Weise, wie man sich in sich selbst oder wie man sich mit sich selbst verbündet, dies auch in seine Umwelt streut. Insofern ist es noch nicht mal ein egoistisches Projekt, sondern es hat auch, meine ich, wirklich Auswirkungen darauf, ob man beispielsweise weiter irgendein komisches Theater inszeniert und dafür ständig irgendwelche Leute missbraucht oder ob man es zum Beispiel einfach lassen kann oder wie man auf Menschen reagiert, die gerade vielleicht verzweifelt sind oder die anders sind, als man sich gerade fühlt. Also die nicht in die eigene Selbstinszenierung vielleicht gerade reinpassen. Ich glaube, es entsteht durch eine tiefere oder festere Beziehung zu sich selber auch eine stärkere Offenheit gegenüber dem Geschehen. Und es ist etwas, das auch nicht mit einem Sprung oder mit einer besonderen Transformation gemacht ist, sondern es steht immer auf dem Spiel. Es ist immer wieder eine Frage, in die man sich zurückdreht. So, also ich kenne das nicht anders. Ich kenne das nicht so, dass anhaltend diese Beziehung zu sich einfach so besteht, sondern es ist etwas, das immer wieder fragt, richtest du dich auf mich oder richtest du dich nach anderen? Machst du es anderen recht? Oder gehst du einen anderen Weg? Das ist immer wieder die Frage, die gestellt wird. Wohin lauscht dieses innere Ohr?